Glaubst du, Blade levelt wegen dem Schaden ähnlich schnell wie Elle? Nein. Also leider hat es bisher gefühlt noch nie jemand gemacht. Die Elementoren sind irgendwie, weiß nicht, die sind nicht so levelaffin. Ja, die Elementoren sind da leider nicht so levelaffin. Deswegen ist das echt immer schwer zu sagen. Zum Beispiel auf dem letzten FEC war es so, dass der höchste Spieler war ja ein Blade tatsächlich. Aber ich behaupte, es hätte überhaupt keine Rolle gespielt. Er hätte sogar Jester spielen können und wäre der höchste gewesen. Weil er und sein Buddy einfach komplett übertrieben haben. Und halt auch geduelt haben. Also quasi immer alles zusammen gemacht und so. Wodurch es ja auch viel leichter wird. Also vor allem in Dungeons zu leveln ist ja ziemlich schwierig und so. Auch teuer mit Power-Ups beziehungsweise gutes Equipment und so weiter. Als Voraussetzung. Und naja, ich meine, wenn du einen zweiten Spieler hast, der dich aktiv supportet, wo du nicht alles selber machen musst. Ich meine, natürlich wird es dadurch auch nochmal viel leichter. Also ich behaupte, der hätte eigentlich alles spielen können und wäre safe auch der schnellste gewesen. Sicherlich ist Blade eine der besseren Klassen, mit der man es machen kann. Weil vor allem AOE Blade halt schon ziemlich gut ist. Und auch ziemlich easy, vor allem wenn dich einer aktiv supportet. Also definitiv nicht die schlechteste Wahl. Aber ich behaupte mal, wenn er ein Arcanist oder ein Elle oder ein Psy gespielt hätte, wäre er, wenn überhaupt, schneller gewesen. Was jetzt reine Levelgeschwindigkeit eingegangen wäre. Ich denke, einer der Gründe, warum er Blade genommen hat, ist vor allem auch wegen Giant Hunten und so gewesen. Aber an sich hätte er das mit jeder Klasse, wie gesagt, machen können. Und ich bin schon der Meinung, dass Elle und Psy definitiv die schnellsten sind. Und der erste 190er war ein Arcanist. Das war ein Elle tatsächlich. Das war das erste Mal, dass endlich mal ein Elementor durchgezogen hat. Aber meistens sind die Elementoren, die leveln schon sauschnell, aber irgendwann hören sie dann auf. Also beziehungsweise die Leute, die immer so richtig geil drauf sind, der Erste und Schnellste zu sein, das sind gefühlt nie die Elementoren. Und naja, ich meine, wenn du halt nicht... Ich meine, wenn du der Schnellste sein willst, selbst wenn du am schnellsten levelst, also Elle oder Psy zum Beispiel, musst du es ja trotzdem wollen. Weil nur wenn du eine Klasse spielst, die grundsätzlich schnell oder am schnellsten levelt, musst du ja trotzdem die Stunden reingrinden. Wenn jetzt jemand anders Blade spielt oder so und er spielt, sagen wir mal übertrieben, 22 Stunden am Tag und du spielst nur 16, naja, mag schon sein, dass Elle deutlich schneller levelt oder sagen wir einfach nur schneller, nicht deutlich. So schnell dann halt auch nicht, ne, dass du einfach mal 6 Stunden mehr Grind ausschalten kannst oder so. Oder jemand anderes macht vielleicht sogar Account-Sharing, was ja auch nicht verboten ist. Ich meine, dann kannst du noch so viel schneller sein als er, du wirst nicht schneller sein als er. Geht ja gar nicht. Wenn er einfach mehr levelt, weil es einfach 2 Leute sind oder so, geht er nicht. Deswegen. Aber ich sag mal so, dieses erste Maximallevel und so, das ist sowieso... Also ich finde es total unnötig. Also in Flive ist das so sinnlos, das ist crazy. Vor allem, weil jeder, der es jemals geschafft hat, hat dafür so gottlos reingecasht. Allein schon deswegen ist es sinnlos, meiner Meinung nach. Das wäre mir niemals das Geld für die doppelten Amplis und so weiter, die sie dafür benutzen müssen, um der Schnellste zu sein, das wäre es mir im Leben nicht wert. Selbst wenn du dann sagen kannst, okay, ich cash 1000, 2000 oder viel auch immer, und bin dann aber auch der Höchste, das heißt, ich mache auch das meiste Geld mit Drops und so, klar. Aber trotzdem hast du ja 1000 Euro weniger auf dem Konto dann, also... Weiß ich nicht, so wichtig ist es mir dann halt nicht, ob ich im Game der Reichste oder Höchste bin. Also, weiß nicht. Muss jeder selbst wissen, aber ich finde es sinnlos. Also rein objektiv spielt es keine Rolle, in der Regel, ob du der Erste oder der 100. auf Level 100 bist. Wo es halt eine Rolle spielt, sind die Level Reach Belohnungen. Aber zum Beispiel jetzt im letzten FEC war ja Maximallevel 165. Ja, aber das hast du ja überhaupt nicht gebraucht. Also du konntest ja auch, wenn du der 100 Höchste warst oder der 150 Höchste, der wahrscheinlich schon viel weniger Geld ausgegeben hat als der Höchste. Oder die Höchsten. Und da reden wir wahrscheinlich schon von einem Unterschied von hunderten Euros, also schon mehr als erwähnenswert. Also sowohl objektiv als auch subjektiv mehr als erwähnenswert, wenn du von mehreren 100 Euro oder Dollar sprichst. Definitiv. Dass du ja schon ab 140, also beim letzten FEC,
beziehungsweise schon früher theoretisch, wenn du die Giants geschafft hättest, Giants in Coral Island hättest farmen können und schon ab 160 Kriton hättest farmen können, ab 141 Wilds hättest farmen können. Also du dieses höchste Level einfach nicht gebraucht hast. Und das wird dieses Mal genauso sein. Das ist einfach nur ein Flex, mehr ist es nicht. Du brauchst das nicht. Also dieser FEC wird vom Grundsätzlichen her ähnlich oder fast genauso aufgebaut sein wie der letzte. Am Anfang ist erstmal wichtig, Harness Giants zu farmen, Harness Waffen zu kriegen, Wilds zu farmen, dort Set-Teile zu farmen und einfach Kohle, Jewel-Fragmente für Ultimate-Schmuck und so weiter. Also Wilds wird auf jeden Fall interessant und relevant bleiben. Und wer das höchste Level hat, spielt da erstmal keine wirkliche Rolle, weil es geht ja nicht ums Level, es geht eigentlich immer um die Kohle und ums Equipment. Das Level ist mehr ein Flex als alles andere. Und deswegen ist es so vielen Leuten ja auch egal, welches Level sie haben. Die grinden immer bis zum gewissen Punkt, wie ich es vorher schon gesagt habe. Wird für die nächste Zeit immer noch 141 bleiben, dieser Punkt. Cursed Dungeons für Ultimate-Schmuck plus Harness-Waffen, Harness-Giants farmen zu können. Und sobald du das erreicht hast, ist dann noch relevant 150, damit du das ganze Equipment auch tragen kannst. Im besten Fall ohne Level Down. Aber ich sag mal so, wer richtig reinschwitzt, benutzt auch Level Down. Das ist dann das geringste Problem. Also ist das erstmal 141. Und um schnell auf 141 zu kommen, muss ich nicht reincashen, beziehungsweise muss ich keine Stackable Amplis kaufen und muss ich nicht der höchste Spieler sein. Das reicht auch, wenn ich der 50. höchste oder 150 höchste bin und ich kann dann immer noch Fettasche damit machen und kann mir aber auch mehrere 100 € sparen und mehrere Spielstunden pro Tag wahrscheinlich. Also, deswegen finde ich das halt einfach ein bisschen übertrieben. Denke persönlich nicht, dass es das wert ist. Aber kann ja jeder machen, was er will. Vor allem auf dem FEC ist es schnell leveln, das AOE doch eh bad, wenn das Equipment noch nicht gedroppt ist. Als AOE hast du halt das Problem, dass du die Dungeons nicht, die Giants nicht wirklich farmen kannst. Also ein Elementor und Psy, also außer er hat sehr gutes Equipment, ist halt Giant farmen richtig Arschritze, ja, richtig. Wobei, also für Wilds reicht es auch mit einem Bloody Stuff, sag ich mal. Also vor allem, wenn du ein paar Leute kennst, wo du schon vorher vielleicht so eine Dungeon-Truppe parat hast. Oder vielleicht jetzt nicht konkret eine Truppe, aber zumindest du hast so 2, 3 Leute vielleicht, die schon eine halbe Truppe zusammenstellen. Wo den Leuten dann auch nicht ganz so wichtig ist, ob du jetzt das beste Equipment hast, weil sie einfach wissen, okay, selbst wenn dein Schaden nicht der beste ist, man kann sich zumindest auf dich verlassen, du weißt, wie es geht und so weiter. Also, dann kannst du auch mit also man kann mit Bloody-Waffen easy Wilds farmen. Bloody-Waffen, 135er Sets, 120er Sets. Geht. Es macht jetzt nicht unbedingt so viel Spaß, wenn man weiß, wie es ist mit Harness-Waffen und so, oder mit Lusagas Crystal-Waffen und mit richtig krassem Equipment und mit Ultimate-Schmuck etc. Aber gut, ich meine, wo kannst du es ja nicht aus dem Arsch ziehen, ne? Am Anfang hat man es halt einfach nicht. Ich meine, die ersten Wilds-Runs mussten ja zwangsläufig ohne Harness-Waffen gefarmt worden sein, weil die gab es ja da noch gar nicht. Also wurde ja zeitgleich released. Und der Dungeon wurde trotzdem am ersten Tag gelegt. Ohne Harness-Waffen. Und ja, bei dem Betrieb auf dem FEC kannst du auch keine Giants farmen. Naja, wenn du einer der 100 höchsten Spieler bist, dann schon. Also ich meine, es wird immer sehr konkurrenzlastig sein, auch wenn nur 10 Leute in Coral Island sind und du der 11. bist, ist schon sehr viel Konkurrenz am Start. Klar. Aber naja, ich meine, je weniger, desto besser. Also ich meine, 1000 Leute, die auf Giants-Suche sind versus 100 ist schon mal auch auf jeden Fall ein Unterschied. Aber ja, klar. Ja, ich würde mich persönlich auch mehr auf Wilds fokussieren, tatsächlich. Eben wegen den Giants. Eben weil die Giants-Situation so Arschritze ist. Du meinst schon viel früher kein CW-Set, His Angel-Waffe für 1k plus F-Coin und. Ja, aber das brauchst du doch gar nicht. Also CW-Set, wieso brauchst du das zwingend? Als AOEler kannst du ja auch das 75er-Set tragen mit allen Klassen. Also, kann ich dir jetzt nicht wirklich folgen, ehrlich gesagt. Also nichts von dem, was du aufgelistet hast, braucht man zwingend. Beziehungsweise gibt es immer eine Alternative. Also ich meine, ich habe es ja auch jedes Mal geschafft und ich habe kein einziges Mal F-Coins aufgeladen. Bei 3 FECs.
Wenn du in den Top 10 auf Level 75 bist, gibt es das Set halt noch nicht. Ja, aber wenn du unter... wenn du unter den Top 10 auf Level 75 bist, dann ist dein Arsch so zugekleistert mit Power-Ups aus dem Cash-Up. Das ist vollkommen egal, ob du das Equipment hast oder nicht. Weil du full Prempt bist und full Prempt auf dem Level ist geisteskrank. Da brauchst du auch kein Set. So. Wenn du full Prempt auf Level 75 rumläufst, bist du ein fucking Gott, selbst mit NPC-Equipment. Abgesehen davon sind die Giants in dem Levelbereich so schwach. Und da hättest du auf jeden Fall Giants zum Farmen. Also wenn du unter den Top 10 bist, dann kannst du auch Giants farmen. Immerhin gibt es 6 Channel und so weiter, also... Und die respawnen ja auch sauschnell, die normalen Giants. Oftmals unter 10 Minuten. Worst Case 30 Minuten. Auf 6 Channeln, hoffentlich mehr. Hoffentlich haben wir diesmal 7 Channel mindestens. Mit Giants. Also das geht schon, Reonan. Thur. Das geht schon. Irgendwie muss es ja gehen. Die Leute haben es schon immer geschafft. Mit 75 als alle Giants farmen, never. Easy.